Hallo, ich bin Clemens von Exocad. Willkommen zu diesem Videotutorial, in dem wir ein Mockup-Modell für den 3D-Druck herstellen wollen. Hierzu werden wir das Design mit dem Originalmodell zu einem wasserdichten Datensatz verschmelzen. Und alles, was du dazu brauchst, ist unsere DentalCAD und das Model Creator Modul. Los geht's! Jede Indikation kann dazu verwendet werden, Design und Modell zusammenzufügen. Beispielsweise ein Mockup auf einem unpräparierten Modell oder eine Restauration auf präparierten Stümpfen, was wir uns später noch einmal genauer anschauen werden. Ein Klick auf Design startet den Mockup-Workflow. Da wir das Design bereits in unserem vorherigen Mockup-Tutorial ausführlich und Schritt für Schritt erklärt haben, spulen wir hier einmal vor, bis das Design erstellt ist. Abschließend fragt der Wizard, ob ein Modell gestaltet werden soll, was wir hier auswählen und auf Weiter klicken. Nun nimmt also der Model Creator die Arbeit auf. Hier wählen wir den Typ Digitales Wachsabmodell aus. Augenblicklich richtet die Software beide Kiefer aus. 2 Schnittebenen ermöglichen es uns, die gewünschte Höhe des Modells einzustellen. In diesem Schritt können wir die zuvor designten Teile mit dem Modell kombinieren. Da wir für diesen Fall bereits ein Clip-on erstellt hatten, steht hier die Option Anatomischer Pontic sowie Anatomisches Wachsab zur Verfügung. Unter Einstellung kannst du deinen 3D-Drucker auswählen. Abschließend drücken wir auf Ausführen oder auf Weiter, um das Modell zu erstellen. Nachdem die Berechnung abgeschlossen ist, können wir einen Blick in unser Modell hineinwerfen. Wie wir sehen können, wurden alle Datensätze zu einem einzigen wasserdichten Mesh verschmolzen. Nun hast du selbst sehen können, wie schnell und einfach es ist, ein Mockup-Modell zu erzeugen. Zudem haben wir die Möglichkeit kennengelernt, verschiedenste Designs dem Modell hinzuzufügen. Daran anknüpfend laden wir eine bereits fertig designte, anatomisch reduzierte Brücke mit einem Klick direkt in den Model Creator, der zweiten Möglichkeit, ein Mockup-Modell zu erstellen. Nach ein paar Klicks kannst du sehen, dass hier jede Etappe deines Designs zur Verfügung steht. Du kannst also frei wählen, ob die vollanatomischen Teile oder die während des Workflows reduzierte Anatomie, als auch die frei geformte Brücke mit dem Modell verrechnet werden soll. Wir hoffen, dass auch dieses Tutorial dir gefallen hat. Möchtest du mehr erfahren, helfen dir unsere Vertriebspartner gerne weiter. Und solltest du an einem 1:1 Training mit Exocad interessiert sein, buchst du am besten gleich dein persönliches Training in unserem Webshop. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.